Bruno Gröning ist ja Frühjahr 1949 an die Öffentlichkeit getreten. Er sagt, er wurde an die Öffentlichkeit gezerrt. Genau, in Herford. Ja, er hat diese Öffentlichkeit nicht gesucht. Er hat es nicht gewollt, dass da Tausende von Menschen draußen in der Kälte stehen und im Regen stehen, weil das jetzt ihre letzte Hoffnung war. Ja. Oder keiner steht im Regen nur aus Neugier. Wenn man da im Dokumentarfilm wird zum Teil gesagt, sie haben 3 Tage und 3 Nächte gewartet, weil Bruno Gröning war anderswo unterwegs bei anderen Kranken und das zeigt einfach nur, wie verzweifelt diese Menschen waren, wenn sie sowas tun. Also, und das ist das erste in Herford, Nordrhein-Westfalen. Ja. Und da ist ein Journalist, der schreibt für den Münchner Merkur. Eine renommierte Tageszeitung, Eine auch heute renommierte noch. Tageszeitung aus Bayern, Münchner Merkur. Und da schreibt dieser Journalist Folgendes. Er war in Herford, er ist also da extra hingereist und sagt, wurde in der Zeitung veröffentlicht am 24. Juni 1949 gedruckt, stand da, für uns, die wir vor Ort waren und die vielen, die es mit ansehen konnten, war es, der Grönings Wirken in der Menge, ein Zug des Wunders, der Siegeszug einer nicht kriegerischen, sondern versöhnlichen und helfenden Macht. Es war, als teilte sich ein Meer vor ihm, so ging er durch die sich um die Autos stauende Menge hindurch. Wir reden hier von Tausenden von Menschen. Und neben ihm und nach ihm, wo die Flut zusammenschlug, standen Menschen aus ihren Rollstühlen auf, nahm er Lahmen die Gehstöcke weg und warf sie beiseite. Keiner konnte sich der Gewalt dieses Erlebnisses entziehen. Es war, als ob sich ein Getreidefeld nach dem Sturm mit neu gewonnener Kraft wieder aufrichtete. Bei Kindern wurden gelähmte Glieder, die unter ständigem Kältedruck standen, wieder warm. Bruno Gröning stieg von einem LKW auf den anderen hinauf. Da wurden ja die Kranken auf Lastwagen, auf irgendwelchen Pickups hingekarrt. Ja. Ja, darf man sagen, glaube ich, hingekarrt. Also Bruno Gröning stieg von einem LKW auf den anderen hinauf, ging von Mensch zu Mensch, die auf Stroh und Matratzen gebettet waren. Sie richteten sich auf und fühlten neue Kräfte. In einem der LKWs, für alle Umstehenden sichtbar, saß eine 70-jährige Frau, vollkommen gelähmt, vollständig gelähmt. Sie war auf dem Sessel in den Wagen getragen worden, wie mir der Fahrer berichtete. Nach wenigen Worten Grönings bewegte sie die Arme, erhob sich, und als der Wagen sich in Bewegung setzte, winkte sie mit freudestrahlendem Gesicht der umstehenden Menschenmenge mit den bisher völlig bewegungslosen Armen und Händen zu.